Einen schönen guten Abend. Herzlichen Dank an den Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit für die Einladung. Es ist immer wieder schön, in einem Hörsaal zu sprechen, in dem man selber als Student gesessen ist und gelernt hat. Und wie mein Titel schon verrät, werde ich über Bürgerbeteiligung in der Archäologie reden, darüber, wie viel sie verträgt, darüber, wie viel zulässig ist. Ich werde dazu recht weit ausholen und ich werde viel über Recht reden, also ich entschuldige mich jetzt schon für die Langeweile, die daherkommen wird, aber es ist notwendig. In Europa stehen schon seit langem zwei Arten von Gesellschaften im Widerstreit miteinander, oder zwei Arten von, wie wir unsere Gesellschaften organisieren wollen. Das eine Modell davon ist, kann als autoritär-hierarchisch bezeichnet werden, das andere als liberal-egalitär. Das eine davon ist top-down, das heißt, die Macht geht vom Herrscher aus. Darum war der Kaiser Franz Josef auf meiner einleitenden Folie. Unter diesem Modell wird die Gesellschaft von den Besten geführt. Das kann man zurückführen bis auf Plato, der das schon in seiner Politik ausführt. Der Philosophenkönig soll herrschen, der sich am besten auskennt. Im liberalen egalitären Modell geht die Macht hingegen vom Volk aus und der Staat verwaltet das. Entscheidet im einen System die Obrigkeit für sich alleine, selbstständig und autokratisch, was im öffentlichen Interesse gelegen ist, und die Untertanen haben zu gehorchen, ist im anderen Modell der mündige Bürger, der die Entscheidungen eigentlich trifft. Also BürgerInnen entscheiden diskursiv selbst, was für sie selbst das Beste ist und haben daher Mitspracherechte in allen Entscheidungen. Das erste Modell, wie wir alle wissen, war dominant bis ins 19. Jahrhundert, ist seither rückläufig, obwohl in den letzten Jahren man den Eindruck gewinnt, dass sich das wieder umdreht. Und das System überlebt teilweise noch bis heute. Das andere ist primär im späten 18. und 19. Jahrhundert entstanden und ist dominant von der Mitte des 20. Jahrhunderts an. Das eine ist charakteristisch für Monarchien oder Diktaturen, die wir bis ungefähr 1945 hatten. Das andere ist charakteristisch für moderne Demokratien. Wir folgen also eigentlich der rechten Seite, dem liberal-egalitären Modell heute, seit etwa 1955. Bürgerbeteiligung ist in diesem liberal-egalitären Modell ganz essentiell. Es ist ein wesentliches Element aller modernen Zivilgesellschaften, demokratischen Gesellschaften, so wie wir sie verstehen. Und damit eine Bürgerbeteiligung eine echte Bürgerbeteiligung ist und nicht nur eine Alibi-Handlung, wie auf der Leiter der Bürgerbeteiligung nach Arnstin dargestellt wird, muss wenigstens frei diskursiv entschieden werden können. Das heißt, es muss eine Partnerschaft zwischen allen Beteiligten geben. Noch besser ist es, wenn es eine Delegierung von Entscheidungsgewalt gibt, und optimal ist es nach der Vorstellung sozusagen der Gesellschaftsfiktion, die unseren Gesellschaften unterliegt, wenn BürgerInnen vollständige Selbstverantwortung haben. Also selber entscheiden können, was sie tun wollen, wie sie es tun wollen, und dann als vernünftige und gebildete Bürger das Richtige für sich selbst und die Allgemeinheit tun. Im Sinne von Habermas unterliegt dem Gesellschaftsmodell also ein freier öffentlicher Diskurs. Einer, wo wirklich alle mitreden können und wo nicht mit Macht ausgestattete Personen und Organisationen Kontrolle über diesen Prozess ausüben und ihn beeinflussen in eine bestimmte, von diesen Machthabern gewünschte Richtung. Das bedeutet theoretisch, in der Praxis ist es selten so, aber theoretisch, dass alle Beteiligten, also alle, die hier im Raum sind und auch alle, die da draußen sind, sich gleichermaßen in diesem Ideenaustausch Gehör verschaffen können. All diese Ideen beruhen auf der Idee der Aufklärung, dass im Prinzip alle Menschen gleich an Würde und Rechten geboren sind und gleich vernunftbegabt sind und daher selbst entscheiden können. Was die Aufklärung ist, hat Immanuel Kant in einem berühmten Aufsatz im späten 18. Jahrhundert niedergeschrieben. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit.
Das bedeutet, dass er sich seines eigenen Verstandes bedienen kann und auch den Mut dazu hat, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Und Kant sagt weiter, dass zu dieser Aufklärung nichts anderes erfordert wird als Freiheit, nämlich die Freiheit von seiner Vernunft in allen Belangen selbst öffentlichen Gebrauch zu machen. Dieses allgemeine Ideal findet dann seinen Niederschlag auch in diversen grundlegenden Dokumenten unserer modernen Weltordnung und Rechtsordnung, zum Beispiel in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, bezogen auf das kulturelle Leben der Gemeinschaft. Jeder hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft teilzunehmen, sich an den Künsten zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Errungenschaften teilzuhaben. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist allerdings nur ein schönes Dokument, eine sozusagen Darstellung eines Ideals, die keine Rechtsverbindlichkeit hat. Etwas anderes ist das mit dem Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, der in seinem Artikel 15 dieselben Punkte, die Artikel 27 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sagt, auch wiederholt. Also im ersten Absatz sagt er, die Vertragsstaaten anerkennen das Recht eines jeden am kulturellen Leben teilzunehmen. Dann sagt er weiter, die zu unternehmenden Schritte umfassen die zur Entwicklung und Verbreitung von Wissenschaft und Kultur erforderlichen Maßnahmen und sagt außerdem, dass sich die Vertragsstaaten dazu verpflichten, die zur wissenschaftlichen Forschung und schöpferischen Tätigkeit unerlässliche Freiheit zu achten. Das ist für uns insofern relevant, als das verbindliches Völkerrecht ist, und Österreich hat diesen internationalen Sozialpakt, wie er kurz genannt wird, auch ratifiziert 1978 und in Form eines Bundesgesetzblattes verabschiedet. Das heißt, das ist in Österreich geltendes Recht. Daran denken wir leider sehr selten. Es ist aber nicht nur diese grundlegenden Dokumente, es sind nicht nur diese grundlegenden Dokumente unserer sozusagen gesellschafts- und politischen Ordnung, in denen wir das finden. Diese Idee ist auch das Grundprinzip der modernen Wissenschaft, die auch im Endeffekt auf der Aufklärung beruht. Die moderne Wissenschaft, und dazu gehört ja auch die Archäologie, ist entstanden aus einer expliziten Ablehnung von jeder Form von autoritärem oder dogmatischem Wissen. Grundlage ist, wir glauben niemandem, dass er die Wahrheit kennt, sondern jeder soll selber überprüfen können. Das ist im Sinne von Kant, dieses abgelehnte Wissen ist also der Gebrauch des Verstandes geleitet durch andere. Im Gegensatz dazu sagen wir heute in der Wissenschaft die Anerkennung, also wir anerkennen, dass der einzige Weg zum Gewinn wissenschaftlicher Erkenntnis ist, empirische Beobachtungen anzustellen und rationales Denken darauf anzuwenden, um darüber zu Schlussfolgerungen zu kommen. Dieses Prinzip ist erstmals bei Thales von Milet belegt. Der hat schon im 6. Jahrhundert vor Christus die Forderung aufgestellt, dass Wissen durch jeden überprüft oder reproduziert werden kann. Und das ist das, was Kant dann auch mit dem Gebrauch des Verstandes ohne Leitung durch andere meint. Am schärfsten hat diese Idee vielleicht Paul Feyerabend ausgedrückt, die Erfordernis der vollständigen und uneingeschränkten Wissenschaftsfreiheit in seinem Werk gegen den Methodenzwang, in dem er sagt, das einzige universelle Prinzip, das den wissenschaftlichen Fortschritt nicht behindert, lautet anything goes. Alles ist erlaubt. Es ist aber nicht mehr alles erlaubt, weil wenn gilt, dass jeder seinen Verstand gebrauchen kann, darf und soll, ohne dass er durch irgendjemand anderen dazu angeleitet wird, um wissenschaftliches Wissen, das bereits geschaffen wurde, empirisch zu überprüfen und zu reproduzieren, also anhand seiner eigenen Beobachtungen und seines eigenen Denkens nachzuvollziehen, dann folgt daraus logisch zwingend, dass auch jeder seinen Verstand selbstständig dazu gebrauchen können muss oder müssen kann und auch dürfen kann und soll, ohne von irgendjemand angeleitet zu werden, damit er selbstständig mit seinen eigenen Beobachtungen und seinem eigenen Denken neues wissenschaftliches Wissen schaffen kann. Weil kann man schon existentes Wissen vernünftig nachvollziehen anhand seiner eigenen Beobachtungen, dann muss man logisch notwendigerweise auch imstande sein, selbst neues Wissen zu schaffen auf demselben Weg.
Dieses Grundprinzip der Wissenschaft macht es also erforderlich, dass nicht nur alles erlaubt ist, sondern auch jeder darf. Wirklich jeder. Und das kann ein Problem sein. Das Ganze geht noch einen Schritt weiter. Die Rechte, die in diesem internationalen Sozialpakt kodifiziert sind, sind nicht nur Schutzrechte, dass man sich gegen den Eingriff des Staates in diese Rechte schützen kann, sondern es sind das, was in der juristischen Fachsprache im verfassungsrechtlichen Sinn als Status positivus bezeichnet wird. Es sind also Leistungsrechte. Leistungsrechte verpflichten den Staat, seinen Bürgern eine bestimmte Leistung zu erbringen, also aktiv für etwas zu sorgen, zumindest, dass die jedem garantierten Rechte auch von jedem ausgeübt werden können, tatsächlich ausgeübt werden können, nicht nur am Papier bestehen. Und das geht, wenn Teilhaberechte betroffen sind, sogar sehr weit. Das kann, also beinhaltet jedenfalls das Recht, bestehende staatliche Einrichtungen zu nutzen, und es kann sogar einen Anspruch auf finanzielle Förderung oder Ressourcenbereitstellung durch den Staat bedingen. Und auf jeden Fall schützt es natürlich das Recht, dass diese notwendigen Freiheiten auch ausreichend rechtlich geschützt werden. Die Faro-Konvention ist ein europäisches Übereinkommen, ich weiß nicht, ob Sie schon alle kennen, das europäische Rahmenübereinkommen zum Wert des Kulturerbes für die Gesellschaft, und das ist in dem Zusammenhang mit dem, was ich bisher gesagt habe, von besonderer Bedeutung. Weil die Faro-Konvention definiert für Europa, alle Mitgliedstaaten des Europarates, nicht der Europäischen Union, sondern des Europarates, sind unterschiedliche Organisationen. Im Europarat ist fast jedes europäische Land dabei, insgesamt 50. Die Faro-Konvention definiert das Recht auf Teilhabe am kulturellen Erbe genauer und stellt ganz explizit fest, dass das Recht am kulturellen Erbe teilzuhaben ein Teil des Menschenrechts auf Teilhabe am kulturellen Leben der Gesellschaft ist. Das heißt, jeder hat das Recht, sich am Kulturerbe zu beteiligen, sich im Bereich des Kulturerbes selbst einzubringen, und das ist ein Menschenrecht, das sich unmittelbar aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ergibt. Die Faro-Konvention spezifiziert auch genauer, was dieses bereits existierende und in Österreich bereits rechtskräftig Gesetzeskraft habende Recht beinhaltet. Weil Österreich hat die Faro-Konvention am 23.01.2015 ratifiziert und seit 1. Mai 2015 ist die Faro-Konvention in Österreich in Kraft. Faro verlangt in dieser genaueren Definition, was alles Teil des Rechtes am kulturellen Erbe teilzuhaben ist, unter anderem in ihrem Artikel 7, dass der Staat Prozesse zum fairen Interessensausgleich zu schaffen hat, wenn unterschiedliche Interessensgruppen dem gleichen Kulturerbe unterschiedliche, widersprechende Werte zuweisen. Das ist für uns etwas, was sehr unangenehm ist, weil wir alle kennen und wissen, dass es relativ viele Metallsucher gibt, die dem kulturellen Erbe, das wir erhalten wollen, einen anderen Wert als wir zuweisen. Wir können jetzt nicht einfach hergehen und sagen, also wir können schon einfach hergehen und sagen, aber rechtlich gesehen ist das problematisch. Na, die haben überhaupt keine Rechte und nur was wir wollen zählt. Sondern diese Gruppe von Menschen, die uns im Normalfall nicht besonders recht ist als Archäologen, haben dasselbe Recht wie wir, dieses Kulturerbe für sich zu bewerten, in Wert zu setzen und zu verwenden. Und das ist natürlich ein gewisses Problem. Die Faro-Konvention fordert auch in ihrem Artikel 11, dass innovative Modelle für die Zusammenarbeit öffentlicher Verwaltungseinrichtungen und anderer Akteure zu entwickeln sind. Andere Akteure sind zum Beispiel Vereine, also alle Nichtregierungsorganisationen, aber auch Privatpersonen, Firmen, was auch immer einem einfällt, alle Akteure, die ein Interesse am Kulturerbe haben können, mit denen soll mit innovativen Modellen zusammengearbeitet werden. Sie fordert auch spezifisch in ihrem Artikel 11, dass freiwillige Initiativen
und Nichtregierungsorganisationen zur Ergänzung der Aufgaben öffentlicher Verwaltungseinrichtungen zu fördern sind. Fördern kann man jetzt natürlich auf verschiedene Arten auslegen. Fördern kann nur heißen, diesen Organisationen werden keine Prügel in den Weg geworfen, aber das ist so ziemlich das Minimum. Oder es kann auch bedeuten, dass finanzielle Förderung vielleicht zu gewähren ist. Und ganz besonders wichtig ist, dass die Faro-Konvention auch fordert oder vorsieht, dass die Bürgerbeteiligung am Prozess der Entdeckung und Identifikation, der Untersuchung, der Interpretation, des Schutzes, der Erhaltung und der Präsentation von kulturellem Erbe ebenfalls zu fördern ist. Das heißt, Bürgerbeteiligung an Archäologie ist Teil dieser ganzen Rechte, die hier teilweise auf höchster Ebene, eben internationales Völkerrecht, gewährleistet werden und die Republik Österreich auch als Gesetze im eigenen Land erlassen hat. Das ist geltendes Recht. Gerade die Umsetzung der Faro-Konvention, es hat vor 3 Jahren eine Anfrage an den zuständigen Bundesminister, damals der Bundesminister Ostermayr, gegeben hat, stellt ein gewisses Problem dar. Ostermayr hat in dieser Anfragebeantwortung nicht anders können, als zu sagen, dass die gegenständlichen Staatsverträge, also die Faro-Konvention unter anderem gesetzesändernd oder gesetzesergänzend sind, das heißt, sie geltendes Recht sind und daher bereits jetzt vom Staat umzusetzen sind. Er hat aber auch gesagt, in derselben Anfragebeantwortung, dass die Konvention von Faro zweifellos eine Herausforderung darstellt, die Aktivitäten im Bereich der Bürgerbeteiligung zu verstärken. Und das hat er damals auch schon gesagt, die Republik Österreich bereits erste Schritte gesetzt hat, um eine bessere Vernetzung von Interessierten herbeizuführen und zu diesem Zweck das Bundesdenkmalamt am 1. September 2014 auch ein Pressegespräch zur Studie Österreicher wollen Mitmach-Archäologie veranstaltet hat. Diese Studie, an der haben einige Leute, die hier im Raum sitzen, mitgearbeitet, wurde von Studenten an der Uni Wien im Rahmen einer Lehrveranstaltung erstellt. Die Republik Österreich hat dazu genau gar nichts getan, außer dass das Bundesdenkmalamt zur Vorstellung der Studie seine Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat. Das zeigt schon, wie groß die Herausforderung für die Republik Österreich in diesem Bereich ist. Eine Herausforderung, naja, dem Ganzen stehen natürlich andere Gesetze zumindest scheinbar entgegen. Das Denkmalschutzgesetz wurde bekanntermaßen zuletzt 1999 novelliert und die bis dahin im Prinzip jedem offenstehende Möglichkeit, einen Antrag auf eine Genehmigung archäologischer Maßnahmen nach § 11 Absatz 1 des Denkmalschutzgesetzes zu stellen, wurde in dieser letzten Novelle ausschließlich auf professionelle ArchäologInnen beschränkt. Das heißt, die Voraussetzung ist jetzt der Abschluss eines einschlägigen Universitätsstudiums. Die Regierungsvorlage zum Denkmalschutzgesetz spezifiziert das sogar genauer und sagt Studien der Archäologie oder der Ur- soll heißen jetzt Urgeschichte und historische Archäologie. Also diese Studien spezifisch gelten als einschlägig laut der Regierungsvorlage zu dem Gesetz. Das stellt eine Beschränkung des verfassungsgesetzlich gewährleisteten Grundrechts auf Freiheit der Wissenschaft dar und ist daher in gewissem Sinn selbst in der österreichischen Rechtsordnung ein großes Problem. Die Begründung, warum man das damals eingeschränkt hat, kann man auch der Regierungsvorlage zum Denkmalschutzgesetz 1999 entnehmen. Da sagen die Verfasser dieser Regierungsvorlage, das ist nicht mehr notwendig, dass jeder eine Genehmigung bekommen kann, weil es haben sich neue Modelle unter Leitung voll ausgebildeter Archäologen bzw. Frühgeschichtler zwischenzeitig bewährt. Das heißt, es ist alles in Ordnung, es kann weiterhin jeder mitmachen, es braucht ja niemand eine Genehmigung. Das entspricht auch im Grunde genommen grob dem,
was man in der Londoner und der Valletta-Konvention findet, also den Europäischen Übereinkommen zum Schutz des archäologischen Erbes, in seiner ursprünglichen Fassung von 1969, die Londoner Konvention, und dann seiner revidierten Fassung von 1992, also die Valletta-Konvention. Nur Archäologen sollen graben dürfen. In der Praxis ist das mit den neuen Modellen unter Leitung voll ausgebildeter Archäologen, die sich bewährt haben, allerdings so ein Problem. Weil es gibt solche Modelle, zweifellos, zum Beispiel die Initiativen Junior- und Senior-Archäologie der Wiener Stadtarchäologie gibt es tatsächlich seit Mitte der 1990er und nach allem, was ich weiß, funktioniert das auch recht gut. Die letzten Daten, die ich dazu finden konnte, waren, dass die Wiener Stadtarchäologie ungefähr 400 bis 500 Freiwillige in der Kartei hat, dass es allerdings nur sehr beschränkte Möglichkeiten zur Mitarbeit bei Ausgrabungen sehr manchmal und sehr vereinzelt gibt, dass man bei Restaurierungsarbeiten mitarbeiten kann, dass es Vorträge, Exkursionen und so weiter gibt. Es gibt auch Freiwilligenbeteiligungsprogramme von Museen, primär vom Naturhistorischen Museum in Wien. In den Landesmuseen ist das schon beschränkter. Also es ist überschaubar, sagen wir so. Beteiligen können sich da ungefähr 100 bis 200 Personen, hauptsächlich in Wien, und die Tätigkeiten, die ausgeübt werden, sind Restaurierungstätigkeiten, Archivierungstätigkeiten, und es gibt auch Vorträge, Ausflüge und dergleichen mehr. Regelmäßig aktiv, soweit sich das sagen lässt, dürften ungefähr 100 bis 150 Personen sein. Außerhalb von Wien gibt es praktisch keine Beteiligungsmöglichkeiten. Zumindest nicht, dass man welche leicht finden kann. Da stellt sich schon die Frage, haben sich diese anderen Möglichkeiten zur Bürgerbeteiligung tatsächlich bewährt? Oder ist das nicht eher eine bequeme Art zu sagen, wir wollen es nicht und wir haben ein Feindblatt? Das Ganze wird noch problematischer, wenn man sich anschaut, wo es bürgerliche Mitspracherechte gibt. Weil die gibt es praktisch überhaupt nicht. Also im Gesetzgebungsprozess, Sie wissen alle, es gibt ein Verhältniswahlrecht in Österreich. Hat irgendjemand hier schon jemals in Parteiprogramme der österreichischen Parteien geschaut? Ich habe mir das angetan, ich tue mir das regelmäßig an. In keinem davon findet sich irgendetwas Aussagekräftiges zum archäologischen Denkmalschutz. Oder auch zur Archäologie, außer vielleicht irgendeine Bestätigung, ja, Kultur ist uns wichtig in allen ihren Formen, oder die Kultur der österreichischen Heimat ist das Schönste und Beste, was es gibt, solange es Kirchen und keine Minarette sind, oder so irgendwas. Aber das war es dann auch schon. Die European Association of Archaeologists macht gerade für die Europawahlen Wahlprüfsteine, sogenannte. Das heißt, es wurden von der IEE, in Österreich vertreten durch mich, alle politischen Parteien angeschrieben mit einem interessanten Katalog von Fragen, mit Antwortmöglichkeiten, wo diverse archäologische Themen, die auf europäischer Ebene wichtig sind, angesprochen werden, unter anderem Mobilität von Arbeitskräften, aber auch illegaler Handel mit Kulturgütern, Umweltverträglichkeitsprüfungen, das Management von Archäologie im landwirtschaftlich genutzten Bereich durch die Common Agricultural Policy, gemeinschaftliche Landwirtschaftspolitik, wie auch immer das auf Deutsch heißt, also Common Agricultural Policy auf jeden Fall, und solche Themen. Es haben von den österreichischen politischen Parteien bisher 3 geantwortet. Davon ist einer der Parteien, die irgendeine Chance hat, auch in das Europäische Parlament einzuziehen. Die anderen haben bisher noch nicht einmal gehustet, geschweige denn eine vernünftige Antwort abgegeben. Dazu wird es in Bälde hoffentlich auch noch eine zusammenfassende Darstellung der IEE geben, wer alle geantwortet hat und was die gesagt haben. Also wenn Sie Ihre Wahlentscheidung bei der Europawahl davon abhängig machen, was Parteien zum Denkmalschutz sagen, dann haben Sie in Österreich nicht viele Möglichkeiten. Davon abgesehen ist es ohnehin so, im Verhältniswahlrecht ist die individuelle Stimmabgabe für eine bestimmte Partei ja keinerlei Gewährleistung dafür, dass diese Partei auch ein Mandat bekommt.
Das heißt, Mitsprache gibt es hier im politischen Prozess nicht wirklich. Es gibt auch nicht wirklich eine vernünftige öffentliche Konsultation bei Gesetzesänderungsvorhaben, sondern zumindest bisher war die Regel, man hat vielleicht, wenn man Glück hat, Expertinnen aus dem Bundesdenkmalamt gehört und vielleicht ein paar Lobbyorganisationen für die Wirtschaft. Der normale Staatsbürger kann nicht mitreden oder konnte nicht mitreden. Und auch die Beteiligung von Experten des Bundesdenkmalamtes zum Beispiel ist meistens sehr beschränkt. Also wie Valletta und Faro von Österreich ratifiziert wurden, da hat man dem Bundesdenkmalamt eine Stunde gegeben, um sich dazu zu äußern, was da die Implikationen sind und so und ob das jetzt gemacht werden soll oder nicht. Nicht einmal wir als Fachleute können uns, wenn wir nicht zufälligerweise im Bundesdenkmalamt arbeiten, wirklich sinnvoll dazu äußern und interessierte Bürgerinnen haben überhaupt keine Chance, auch nur gehört zu werden. Auch in der Handhabung der Denkmalschutzgesetze ist das im Prinzip so. Unter dem Denkmalschutzgesetz beruhen alle Entscheidungen ausschließlich auf der Fachmeinung. Was irgendjemand anderer zur Kulturerbe meint, außer professionelle Archäologinnen und auch da wieder primär die Mitarbeiterinnen des Denkmalamtes, ist irrelevant. Hat nicht zu interessieren, ist im Verfahren unwesentlich. Wenn ein Privatmensch überhaupt Gehör bekommt, dann bekommt er das nur, wenn er unmittelbar betroffen als ein Eigentümer eines Denkmals ist. Und da wird ihm normalerweise nur sehr bedingt zugehört und im Prinzip hört man ihm überhaupt nur bei Verfahren zur Denkmalschutzaufhebung zu, also nicht zur Unterschutzstellung oder zum besseren Schutz der Denkmale, sondern wenn er es wegbaggern will. Da muss man ihm zuhören, sonst muss man ihm nicht zuhören. Also der Denkmalzerstörer, dem wird zugehört, der Denkmalerhalter oder Erhaltenwoller, dem wird nicht zugehört. Die einzige Ausnahme im österreichischen Recht derzeit, wo tatsächlich ein Bürgergehör vorgesehen ist im Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz. Da müssen tatsächlich registrierte Umweltorganisationen, also Non-Government Organizations wie Vereine, gehört werden. Es ist allerdings bisher keine Denkmalschutzorganisation registriert, weil dieses ganze Verfahren ist beim Umwelt- und beim Wirtschaftsministerium angesiedelt, nicht beim Kulturministerium, und daher hat sich halt noch niemand angemeldet. Und dementsprechend wird da auch niemand gehört. Und Bürgerinnen können tatsächlich Stellung nehmen in UVP-Verfahren, wenn sie davon erfahren, dass es das Verfahren gibt. Das muss aber nur an der Gemeinde ausgehängt werden, das heißt, wenn man nicht lokal Informationen sich regelmäßig beschafft, indem man bei der Gemeinde vorbeischaut, erfährt man nicht einmal davon, dass es hier irgendwas gibt, was Denkmale betrifft. Und überhaupt gilt die ÜVP-Pflicht ja ohnehin nur für Großbauvorhaben und Infrastrukturmaßnahmen, und selbst da wird sie gerne von den Betroffenen umgangen, indem Projekte einfach in so kleine Teile zerstückelt werden, dass sie nicht mehr ÜVP-pflichtig sind. Was sind jetzt die Interessen der Österreicherinnen? Was wollen die? Das haben wir eben vor ein paar Jahren erhoben, mit einer willkürlich ausgewählten Stichprobe von 500 Personen. Das heißt, das Ganze ist statistisch einigermaßen verlässlich. Also bei 2 Sigma ist die Standardabweichung ungefähr 4,5%. Das heißt, die Ergebnisse sind schon durchaus belastbar. Österreicherinnen ist die Archäologie wichtig. Ungefähr 80% finden Archäologie wichtig. Es interessieren sich auch über 2/3 relativ stark für Archäologie. Und ich meine, nur weil es nett ist, fast 10% wollten Archäologie studieren. Also diese berühmte Geschichte, die wir alle kennen, wenn man irgendjemand erzählt, ich mache Archäologie, ja, ich wollte das auch studieren, fast 10% aller Befragten sagen das. Man bildet sich also nicht mehr. Es gibt einen erstaunlich großen Anteil übrigens an aktiven Hobbyarchäologinnen, wobei weit mehr Männer als Frauen sich selbst als aktive Hobbyarchäologinnen betrachten. Das heißt, offenkundig tun viele Leute als Hobbyarchäologie.
nur sieht man das vielleicht nicht so. Wir haben auch gefragt, wie hoch das Mitmachinteresse ist und woran die verschiedenen BürgerInnen denn jetzt überhaupt mitmachen wollen. Und das Mitmachinteresse ist erstaunlich hoch. 58% der Befragten würden gerne oder sehr gerne bei Archäologie mitmachen. Wenn man sich anschaut, wie sich das verteilt, natürlich vorzugsweise bei Grabungen, weil das ist das, womit wir als ArchäologInnen halt primär identifiziert werden und das wird als die archäologische Forschungsmethode verstanden. Aber selbst bei vielen anderen Dingen, selbst beim Bundesdenkmalamt im Denkmalschutz, wären 7% der Befragten interessiert, sich in irgendeiner Weise beteiligen zu können. Und wenn man denn die übliche Aversion von Österreicherinnen gegen Ämter kennt, vollkommen wurscht, ob das jetzt gute oder schlechte Ämter sind, dann ist das schon erstaunlich hoch. Es ist also durchaus ein relativ prononciertes Interesse da, in allen möglichen Bereichen der Archäologie mitzumachen, nicht nur bei den Ausgrabungen, sondern auch bei vielen anderen Dingen. 5% der Befragten wären sogar bereit dafür zu bezahlen, dass sie mitmachen dürfen. Der Großteil ist bereit mitzumachen oder wäre interessiert daran mitzumachen, wenn es nichts Besonderes kostet. Und ja, ein Teil, wenn er dafür bezahlt würde, aber das ist eigentlich relativ gleichgültig. Wir haben auch gefragt, wie das mit den Mitspracherechtswünschen ist. Und da ist es wenig überraschend so, dass je mehr sich jemand für die Archäologie interessiert, hier unten sehr stark, desto eher will er auch bei Entscheidungen mitreden dürfen. Das heißt, Interesse und Wunsch an Entscheidungen beteiligt zu werden, sind direkt miteinander korreliert und gekoppelt. Und das ist dann etwas, was gerade für uns, wenn wir Lobbys suchen, natürlich wichtig ist. Wenn wir wollen, dass irgendjemand für uns spricht, dann werden das primär die Leute tun, die sich dafür interessieren, wofür auch wir uns interessieren, aber die wollen dafür dann auch mitreden dürfen. Also eine Lobby, die gratis kommt, der man was anschaffen kann und die das dann tut, ohne dass die auch was im Gegenzug bekommt, inklusive dem Recht mitsprechen zu dürfen, das funktioniert dann in der Praxis nicht. Es gibt natürlich schon einige konkrete Schritte. Wir haben, ein paar Kolleginnen und ich, angestupst von Bernhard Hebert vom Bundesdenkmalamt, vor ein paar Jahren im Kontext dieser Ratifikation der Faro-Konvention den Verein Archäologie gegründet. Der ist ein gemischter Verein. Im Vorstand und im Beirat sind 5 professionelle Archäologinnen, aber auch 5 interessierte Laien und ein Student der Urgeschichte und historischen Archäologie. Das heißt, es ist eine recht breite Mischung. Die Laien verteilen sich auf verschiedene Bereiche der Laienforschung, wenn wir es so nennen wollen. Also es ist auch ein Metallsucher dabei, aber es sind großteils heimatgeschichtlich oder tatsächlich im Sinne des Citizen Science-Gedanken forschungsinteressierte Laien dabei. Der Vereinszweck ist die Förderung der Bürgerbeteiligung an der Archäologie und das Prinzip, das wir zu verfolgen versuchen, ist Einbindung zum Zweck der Ausbildung. Weil wenn nämlich jeder darf, dann, wenn wir sicher gehen wollen, dass nicht allzu viel Schaden passiert, ist es wichtig, die Leute auszubilden. Weil wenn man es kann und richtig macht, dann ist es ja eh kein Problem im Prinzip. Das Problem ist nur, wenn man es nicht kann, aber trotzdem darf und trotzdem tut. Also ich würde niemandem empfehlen, mir beim Geigespielen zuhören zu wollen. Das darf ich. Ich sollte es definitiv nicht tun. Archäologie hat auch schon begonnen, ein paar Projekte zu machen. Ein Beispiel ist das Mitmachprojekt beim Römerlager Stein. Es war ein Citizen Science-Projekt unter wissenschaftlicher Leitung, geplant primär von den Wissenschaftlern im Vereinsvorstand.
aber es war auch beeinflusst, das heißt, es gab schon im Prozess der Entscheidung für das Projekt Mitsprache von den interessierten BürgerInnen, das heißt, Laienbeteiligung war schon in der Projektplanung vorhanden. Und es wurden dann gemeinsam eine Feldbegehren, ein Magnetometer-Survey und ein Bodenradar-Survey durchgeführt, um eben ein vermutetes und zumindest grob bekanntes, vermutlich existierendes Römerlager auch zu identifizieren. Es waren auch einige archäologische Institutionen beteiligt, das Oberösterreichische Landesmuseum, die Niederösterreichische Landesarchäologie und das Institut für Archäologie in der Universität Innsbruck waren auch beteiligt. Also es war eine breite Kooperation zwischen fachlichen Organisationen, aber auch Laien unter wissenschaftlicher Leitung. Es gibt übrigens ein nettes Video und eine Projektbeschreibung, wenn sich irgendjemand anschauen will, kann man diesem Link folgen. Es dauert ungefähr 10 Minuten, also ich werde das jetzt nicht spielen, weil das übertreibt. Aber dieses Projekt ist eben auch nur ein Mitmachprojekt. Es ist nicht selber machen. Selber machen gibt es in Großbritannien recht viel. Da nennt man das entweder Community Archaeology oder bei anderen Namen. Und ein Beispiel, mit dem ich mich auskenne, weil ich mit beteiligt bin, ist die Profestinjog Archaeology Society, die schon seit Jahren in verschiedenen Fundstellen, die die normale archäologische Denkmalpflege aller Wahrscheinlichkeit niemals auch nur von Ferne berühren würde, insbesondere den Überresten von Bergbau aus dem 18. und 19. Jahrhundert, wo die staatliche Denkmalpflege einfach weder Zeit, Geld noch Lust hat, sich darum zu kümmern. Die machen dort Forschungen. Die stammen natürlich teilweise von diesen Bergleuten selber ab und haben verschiedene Interessen an der Geschichte ihrer unmittelbaren Umgebung, die in Brennerfestinjog heute hauptsächlich Bergwerk ist. Der ganze Ort ist umgeben von Halden vom Schieferbergwerk, die auch sehr instabil sind. Also ich darf nicht dort wohnen wollen, aber bitte. Und die graben eben auch selber aus. Man kann hier ganz unten sehen, dass diese Society, die zwar selbstständig gräbt, ihren Leuten aber empfiehlt, und wir hatten mit denen einen Deal, dass sie auf unserer Lehrgrabung in Maichleonis graben lernen können, bevor sie auf die Landschaft losgehen, selbstständig. Das heißt, wir hatten mit denen eine fixe Kooperation. Meine Grabung funktioniert leider letztes Jahr und heuer nicht auf Finanzierungsgründen. Das heißt, wir können das momentan nicht anbieten, aber solange das lief, war das recht gut und hat gut funktioniert, und die haben uns auch immer wieder interessierte Mitglieder von ihnen geschickt, die konnten bei uns gratis mitmachen, haben gratis die Lehrgrabung absolvieren können sozusagen, oder zumindest dasselbe Programm wie alle Lehrgräblinge absolviert, und haben damit archäologisch ausgraben gelernt, bevor sie losgegangen sind auf diese Denkmale selbst. Und da wird dann halt auch gegraben, die schreiben auch ihre Berichte selbst und stellen ihre Preliminary Reports auch online, und da kann man dann sehen, was sie tun, und im Großen und Ganzen Standard, aber ein akzeptabler Standard. Und diese Dinge wären nie erforscht worden, wahrscheinlich, wenn sie nicht von denen erforscht worden wären. Das kann auch noch weitergehen zur tatsächlichen forschungsgetriebenen Citizen Science. Das Bild da oben zeigt den Rest der Mühle im Kennland bei Kranligei. Das ist der Erhaltungszustand 2008. Inzwischen ist der Erhaltungszustand deutlich schlechter, weil das liegt auf einem Industriegelände. Diese Mühle wurde 1796 errichtet, zuerst einmal als Feuersteinmühle. Feuerstein gibt es in Nordwales nicht, der wurde als Ballast in den Schiffen, die den Schiefer dann aus Nordwales abtransportiert haben, aus Südengland antransportiert, und dieser als Ballast mitgekommene Feuerstein wurde dann
lokal zuerst einmal gebrannt und dann vermahlen, um eine Porzellanfabrik in Liverpool zu beliefern, eine relativ bekannte, die Herculaneum-Porzellanfabrik. 1835 wurde diese Mühle umgebaut zu einer Getreidemühle. Das ist Reste eines Mühlrades, das noch in situ vorhanden war, auch ungefähr 2008. Wurde dann erweitert 1852, hat ein Lagerhaus angebaut bekommen und dieses Lagerhaus war mit einer Brücke mit einem eigenen Eisenbahnanschluss verbunden und all das. Im frühen 20. Jahrhundert wurde sie dann teilweise als Wasserkraftwerk genutzt, später wurde sie in eine Autowerkstatt umgebaut und im Endeffekt dann seit 1955 dem Verfall überlassen. Seit 1990 ist sie Teil eines Industriegeländes und das hat natürlich ihre Zerstörung stark beschleunigt. Diese Mühle wurde dann teilweise ausgegraben, oder die Überreste dieser Mühle wurden teilweise ausgegraben und dokumentiert, von 2005 bis 2011 von einem einzelnen Mann, Wieviel. Der hat das praktisch im Alleingang selbst gemacht. Als Hobby in der Pension. Er hatte gelegentlich ein wenig Hilfe, also ich habe ihm zum Beispiel Fixpunkte gesetzt und die Vermessungen gemacht und so, weil das ist von meiner Uni ungefähr 45 Gehminuten oder 5 Minuten im Auto. Und so, eine meiner Kolleginnen hat ihn gelegentlich betreut, hat ihm eine Einschulung im archäologischen Zeichnen gegeben und so, damit er seine Pläne ordentlich machen kann. Und die Grabung, es war nicht allzu viel zum Ausgraben, weil nur mehr seicht erhalten, aber trotzdem immerhin einiges an Schaufelarbeit und die hat er praktisch alleine erledigt, weil ihn die Geschichte dieser Mühle interessiert hat. Er wohnt einmal ums Eck und er hat diese schöne Fassade gesehen und hat sich dafür interessiert und hat dann begonnen, diese Mühle tatsächlich wissenschaftlich zu erforschen. Das ist der Gesamtplan seiner Tätigkeiten, also beinahe der Gesamtplan. Es kommt hier die Wasserzufuhr zum Mühlrad, doppelten Mühlrad, und die geht 500 Meter unter anderem durch einen Tunnel, das hat er auch alles dokumentiert, aber das ging natürlich auf diesen Plan nicht drauf. Hat das also alles untersucht. Man sieht da zum Beispiel eine schöne gepflasterte Straße, vermutlich aus dem frühen 19. Jahrhundert, wo die gepflastert wurde, wo dieser Teil hier als Stall angebaut wurde und so. Und das hat er alles gemacht und hat das Ganze dann auch wissenschaftlich ausgewertet und einen Bericht verfasst. Das wurde ein ungefähr 300-seitiges Buch, ist inzwischen erschienen. Und dieses Buch hat er dann eingereicht an meiner Universität als PhD by Published Works, also eine Sammeldissertation, wie das auf Deutsch heißen würde, geht auch in Österreich immer noch, also an dieser Uni könnte man das auch machen. Und diese Dissertation wurde mit der bestmöglichen Note, im Britischen heißt es Passed without corrections, also er musste keine Verbesserungen vornehmen, dann auch angenommen. Das heißt, hier hat sich ein interessierter Bürger ein Projekt gesucht, selbst durchgeführt und bis zum Doktorat tatsächlich in Archäologie durchgezogen. Die Frage, die sich bei all dem natürlich immer stellt, wenn man Bürger beteiligt ist, woher weiß ich, dass die das auch können? Im Prinzip ist das ja keine Zauberei. Archäologische Kompetenzen kann man lernen, ohne gröbere Schwierigkeiten. Man erwirbt sie großteils auch, gerade wenn es um Feldforschung geht, nicht im Studium, nicht hier im Hörsaal, sondern man erwirbt sie in der Praxis, indem man im Feld steht und mitarbeitet und lernt, wie das funktioniert. Und praktische Erfahrung sammelt jeder gleichermaßen, der im Feld mitmacht. Es ist völlig egal, ob er Archäologie studiert hat oder ob er sonst irgendwas anderes macht. Wer mitmacht, lernt den Prozess kennen und hoffentlich auch verstehen. Dieser Kompetenzerwerb kann natürlich auch beurteilt werden und wird das im universitären Bereich regelhaft im Rahmen von Lehrgrabungen. Jeder bekommt Noten. Das ist also überhaupt kein Problem, das prinzipiell zu beurteilen. Das Problem ist nur der Nachweis des Kompetenzerwerbs für Leute, die kein Studium absolvieren. Weil derzeit kann man das de facto nur durch Lehrgrabungszeugnisse,
die aber in der Regel, und als Vorsitzender des Komitees for Teaching and Training of Archaeologists der EE habe ich da eine europaweite Untersuchung dazu geführt, Lehrgrabungszeugnisse sagen gar nicht viel. Es gibt sehr viele Grabungen, wo man nur zum Schaufeln missbraucht wird und gar nichts lernt. Auch wenn man dann ein Lehrgrabungszeugnis dafür bekommt. Und es gibt andere, die sind ausgezeichnet. Aber die Qualität ist keineswegs gleich. Und man kann daher von einer Lehrgrabung ein Zeugnis haben, das nicht das Papier wert ist, auf das es geschrieben ist. Die andere Möglichkeit sind derzeit Referenzschreiben oder Mundpropaganda. Ja, Ries hat bei mir schon gearbeitet, Ries ist super, mit Ries kann man arbeiten, den kannst du auch. Dies ist aber sowohl ineffizient als auch intransparent und im Endeffekt kommt dabei entweder ein Freundalwirtschaftssystem raus oder man muss sich eben auf Lehrgrabungszeugnisse verlassen, die nur an Universitätsstudenten in der Regel ausgestellt werden. Dafür haben die Briten jetzt schon länger eine Lösung, den Archaeology Skills Passport, mit dem man seine praktisch erworbenen Fähigkeiten dokumentieren kann. Und Archäopublica hat den gerade auf Deutsch übersetzen lassen, den gibt es jetzt hoffentlich auch auf Deutsch. Der Andruck ist gerade in der Post nach Österreich, weil gedruckt wird in Deutschland. Wie man hier ein bisschen erkennen kann, hat er auch breite Unterstützung. Das heißt, das österreichische Bundesdenkmalamt unterstützt das, die Deutsche Gesellschaft für und Frühgeschichte unterstützt das, die Universität Innsbruck unterstützt das. Das heißt, dieses System der Dokumentation praktisch erworbener Skills wird also auch im deutschen Sprachraum von zahlreichen Organisationen bereits unterstützt und sollte sich hoffentlich als praktisch erweisen. Wie funktioniert das? Der Grabungskompetenzpass funktioniert im Prinzip nach einem Peer-Review-System. Es ist ein ganz einfaches Beurteilungssystem, das jeder einigermaßen leicht nachvollziehen kann. Es gibt Fertigkeitserwerbsstufen, Kompetenzstufen. Ein Anfänger oder eine Anfängerin ist jemand, der eine Fertigkeit zwar anwenden kann, aber nur unter ständiger Anleitung. Also dem muss noch jemand ununterbrochen auf die Finger schauen. Ein Fortgeschrittener kann das schon relativ selbstständig machen, man muss aber die Arbeit dieses Fortgeschrittenen regelmäßig nachkontrollieren. Also es braucht noch einen Supervisor, der schaut und sagt, okay, das ist gut genug geputzt. Jetzt kann man es dokumentieren. Und ein Profi ist jemand, der die Fertigkeit, ohne ständig nachkontrolliert zu werden, selbstständig anwenden kann, wo man sich darauf verlassen kann. Wenn der das macht und sagt, er ist fertig, dann ist er fertig. Und dann ist es auch so ordentlich gemacht, dass der nächste Schritt im Dokumentations- oder Grabungsprozess gesetzt werden kann, ohne dass man noch einmal spezifisch nachschauen muss. Das kann man ankreuzeln oder einringeln auf den Pass und auf diese Weise kann man bestätigen, dass jemand Kompetenz hat. Und diese Kompetenzbestätigung funktioniert nach dem sogenannten 4-Unterschriften-Prinzip. In jeder relevanten Fertigkeit, und es gibt eine ganze Menge. Hier sieht man leichte Handwerkzeuge oben, das ist wahrscheinlich schwer zu lesen, aber da steht Kelle, Handschaufel und solche Dinge zu verwenden. Und in jeder Zeile, die man hier hat zu dieser Fertigkeit, kann einer unterschreiben und eben den Kompetenzgrad bewerten, den der zu Bewertende erreicht hat. Man kann in den Pass dann auch die Projekte eintragen, an denen man teilnimmt. In Österreich ist das sogar schön nachvollziehbar, weil wenn man an einer Grabung teilgenommen hat, die ordentlich durchgeführt wurde, dann sollte es einen Fundbericht in den Fundberichten aus Österreich geben. Da sollte auch der Grabungsleiter seinen Namen dabei stehen haben. Das heißt, hat der Grabungsleiter im Projekt im Kompetenzpass unterschrieben, dann kann man einfach die ÖFÖ nachschlagen und schauen, war das der Grabungsleiter. Und wenn ja, dann passt's, wenn nicht, dann ist vielleicht was faul. Und wenn das 4 unterschiedliche Prüferinnen, idealerweise unterschiedliche Prüferinnen, zum Beispiel Grabungs- oder sonstige Feldforschungsprojektleiterinnen einer Person unabhängig voneinander bestätigen, also 4-mal angekreuzt ist Profi, dann kann man sich wohl hoffentlich darauf verlassen, weil wenn 4 ordentliche, austrainierte, geschulte, mit Bewilligung des Denkmalamtes oder sonst wie arbeitende professionelle Archäologen sagen, der kann das
und das mit ihrer Unterschrift bestätigen, dann wird es hoffentlich erfasst. Natürlich, sicherheitshalber sollte man jedem neuen Mitarbeiter den ersten Tagen mal auf die Finger schauen, aber es sollte eine gute Möglichkeit sein, um zu belegen, das kann man tatsächlich. Und das ist natürlich für Laien praktisch oder auch für Studierende praktisch, weil auch für die kann dieser Nachweis natürlich nützlich sein. Man kann damit sagen, ich kann das alles. Man kann auch leichter herausfinden, was man alles vielleicht auch, wenn man eine schlechte Lehrgrabung erwischt, lernen sollte, bevor man halbwegs kompetent ist, als Archäologe eine Grabung durchzuführen. Warum ist diese Einbindung und vor allem Ausbildung durch Einbildung wichtig? In Großbritannien ist das so, dass eine Grabungsgenehmigungs- oder Nachforschungsgenehmigungspflicht ohnehin nur auf geschützten Denkmalen besteht. Also Scheduled Monuments und Scheduled Monuments sind im Prinzip dasselbe wie in Österreich geschützte Denkmale gemäß dem hier aufgeschriebenen Paragraphen des Denkmalschutzgesetzes. Sonst darf jeder graben. In Großbritannien gibt es ungefähr 28.000 geschützte Denkmale, Stonehenge ist eines davon, aber außer diesen 28.000 ungefähr geschützten Denkmalen darf jeder alles ausgraben, was es gibt. Und es gibt alleine in Wales geschätzt wenigstens 100.000 archäologische Fundstellen, in England ist es wenigstens 1 Million und in Schottland wird es irgendwo dazwischen sein. Das heißt, auf dem Großteil aller archäologischen Fundstellen in Großbritannien darf jeder graben. Auch meine Grabungen in Meichleonef, professionelle universitäre Ausgrabung, findet ohne denkmalrechtliche Genehmigung statt. Wir haben eine Genehmigung vom Grundeigentümer und das ist alles, was wir brauchen. Das Denkmalamt hat nichts mitzureden. Aber auch diese anderen Beispiele, also die Grabungen in Teichlin und in der Pennlandmühle, die haben alle ohne denkmalrechtliche Genehmigung stattgefunden, weil nichts davon steht unter Denkmalschutz. Jetzt sollte man meinen, in Österreich ist das alles anders, weil es gibt ja die NFG-Pflicht oder Grabungsgenehmigungspflicht des Paragraphen 11 Absatz 1 Denkmalschutzgesetz und diese Genehmigung darf ja nur an graduierte ArchäologInnen erteilt werden. Ja, das ist aber vielleicht doch nicht ganz so. Der Anknüpfungstatbestand, Entschuldigung für die juristische Fachsprache, des Paragraphen 11 Absatz 1 Denkmalschutzgesetz ist zum Zwecke der Entdeckung von Denkmalen. Und der Zweck im rechtlichen Sinn ist der Vorsatzbegriff und Vorsatz im rechtlichen Sinn erfordert erstens eine subjektive Absicht der Verwirklichung des Tatbestandes, also dass man wirklich Denkmale entdecken will, und zweitens eine objektive Vorhersehbarkeit des Eintritts des Taterfolgs. Also dass man vorher wissen kann, dass man wahrscheinlich Denkmale entdecken wird. Und dieser Vorsatz muss zum Tatzeitpunkt bestehen. Wenn man diesen Vorsatz zum Tatzeitpunkt nicht hat, also nicht Denkmale entdecken will oder nicht glaubt, welche entdecken zu werden, dann braucht man keine Genehmigung. Auch wenn man tatsächlich auf einem Denkmal gräbt. Und es sind auch nicht alle archäologischen Fundstellen Denkmale. Ganz im Gegenteil, Paragraph 1 Absatz 1 und 2 Denkmalschutzgesetz definieren Denkmale als Gegenstände von geschichtlicher Bedeutung, deren Erhaltung im öffentlichen Interesse gelegen ist, wenn ihr Verlust eine Beeinträchtigung des Kulturgutbestandes in seiner Gesamtsicht hinsichtlich Qualität, Vielzahl, Vielfalt und Verteilung bedeuten würde, sowie durch die Erhaltung eine geschichtliche Dokumentation erreicht werden kann. Das heißt, damit in Österreich irgendetwas ein Denkmal ist, das überhaupt den Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes unterliegt, ist ein Mindestmaß an Seltenheit und Dokumentationscharakter vom betreffenden Objekt zu erreichen. Das Erhaltungsinteresse an Denkmalen wird auch erst durch die Unterschutzstellung überhaupt rechtswirksam. Das heißt, was nicht unter Schutz steht, an dessen Erhaltung besteht kein öffentliches Interesse. Bis zum Zeitpunkt, an dem es unter Schutz gestellt wird. In Österreich sind derzeit dem Denkmalamt ungefähr 22.000 archäologische Fundstellen bekannt, geben wird es noch viel mehr. Von denen stehen derzeit nur 1050 ungefähr unter Denkmalschutz. Nur 1050, also ungefähr 5% aller bekannten archäologischen Fundstellen sind von derartiger Bedeutung, dass ihre Erhaltung im öffentlichen Interesse liegt.
Nimmt man jetzt die Faro-Konvention her, die Faro-Konvention sagt in Artikel 4c, dass die Ausübung des Rechtes auf Teilhabe am Kulturerbe nur jenen Beschränkungen unterworfen werden kann, welche zum Schutz des öffentlichen Interesses notwendig sind. Die Wissenschaftsfreiheit in Artikel 17 des Staatsgrundgesetzes 1867 ist auch ein verfassungsgesetzlich geschütztes Recht und der Verfassungsgerichtshof hat festgestellt, dass es ein absolutes Grundrecht ist, das durch kein einfaches Gesetz und keinen Verwaltungsakt eingeschränkt werden kann. Das heißt, sowohl das Recht auf Teilhabe am Kulturerbe als auch an der wissenschaftlichen Erforschung von Dingen, die nicht so wichtig sind, dass ein öffentliches Interesse besteht, kann nicht verboten werden, weil die Beschränkung dieser Freiheiten ist nur bei kollidierendem Verfassungsrecht zulässig. Daher hat der Verwaltungsgerichtshof erst vor 2 Jahren wieder einmal entschieden, dass bei einer bezweckten Entdeckung im Sinne des Paragraphen 11 Absatz 1 Denkmalschutzgesetz eine konkrete Vermutung für ein Vorhandensein bzw. Auffinden denkmalschutzrelevanter Gegenstände gegeben sein muss. Das heißt, die Höchstgerichte sagen in Österreich, man darf, wenn kein rechtswirksames öffentliches Interesse besteht, auch Grund- und Menschenrechte wie die Wissenschaftsfreiheit und das Recht auf Teilhabe an Kultur nicht beschränken. Und das ist ein Problem für uns. Weil auch in Österreich heißt das, dass außer auf geschützten Denkmalen oder wo man erwartet, etwas zu finden, was ein geschütztes Denkmal ist, jeder graben darf. Das heißt, die Genehmigungspflicht des Paragraphen 11 Absatz 1 besteht nur, wenn man auf einer Bodenfläche was tun will, auf der unter der Erdoberfläche Gegenstände vorkommen, an deren Erhaltung ein öffentliches Interesse gegeben ist, wenn man dort Grabungen oder sonstige Nachforschungen zum Zwecke der Entdeckung von Denkmalen durchführen will. Bei der Bodenfläche ist es so, dass man bei objektiver Betrachtung durch einen vernünftigen Durchschnittsbürger vorhersehen können muss, dass dort ein Denkmal ist. Viel Glück, vor allem wenn von dort noch überhaupt nichts bekannt ist. Aber auch wenn von dort irgendwelche archäologischen Funde bekannt sind, 5% aller Fundstellen, die bekannt sind, stehen unter Schutz. Die Tatsache, dass irgendwas archäologische Fundstelle ist, sagt nicht, dass vorhersehbar ist, dass man dort ein Denkmal entdecken wird. Die Gegenstände, die dort vorkommen, die müssen auch tatsächlich dort sein, müssen dieses Mindestmaß haben an Bedeutung und dieses Mindestmaß an Dokumentationscharakter, dass ihre Erhaltung überhaupt im öffentlichen Interesse liegt. Und dieses öffentliche Interesse muss auch dann festgestellt werden, spätestens nach ihrer Entdeckung, indem sie das Bundesdenkmalamt unter Denkmalschutz stellt. Ist das nicht der Fall, trifft nichts davon zu oder trifft auch nur teilweise das nicht zu, dann darf man graben. Das heißt, de facto darf man nur auf archäologisch geschützten Denkmalen nicht graben, weil dort ist es in Wirklichkeit vorhersehbar. Sonst kaum. Das heißt, unsere Rechtslage in Österreich ist praktisch ident zur britischen und das ist ein Problem, wenn wir nicht sinnvolle Maßnahmen setzen, um eine Ausbildung von jenen, die das dürfen und denen man das auch kaum nehmen wird können, zu schaffen. Damit komme ich zum Schluss. In Österreich wollen viele Menschen bei Archäologie mitmachen. Sie dürfen auch wenigstens fast überall selbstbestimmt mit Archäologie, sogar selbstbestimmt graben, wenn sie nicht die Entdeckung von Denkmalen dabei vorhersehen können. Und das ist völlig unabhängig davon, ob sie es können. Man muss keinen Schimmer haben, um das zu dürfen. Wir als Fachwelt wollen natürlich nicht, dass jemand, der nicht graben kann, graben tut, auch wenn er es darf. Weil wir wollen nicht, dass irgendjemand etwas falsch macht, wenn er Archäologie ausgräbt. Aber unser Problem ist, wir können es den meisten Leuten einfach nicht verbieten unter der derzeit bestehenden Rechtslage. Wir können schummeln, wir können so tun, als ob es verboten wäre, aber wenn es hart auf hart kommt, das Recht sagt, es ist nicht verboten. Und wenn wir es ihnen verbieten wollen würden, dann wäre das tatsächlich Grundverfassung und völkerrechtswidrig.
Und das ist nicht eine Position, in der zumindest ich als Archäologe sein will, dass ich meine Interessen nur durchsetzen kann, indem ich Grund- und Menschenrechte breche. Das ist nicht gut. Das heißt, die einzige echte Möglichkeit, die wir haben, um archäologische Qualitätssicherung zu gewährleisten, ist Ausbildung durch Einbildung. Mitmachangebote unter fachlicher Leitung, wo die Leute, die das machen wollen, das auch lernen können. Und wo sie dann vielleicht gar nicht mehr selber machen wollen, weil sie schon mitmachen können bei Dingen, wo das gut funktioniert. Weil wenn es gut funktioniert, dann braucht man es nicht selber machen. Aber wo es jemand selber machen will, muss man auch Betreuungsangebote schaffen. Idealerweise vom Staat bereitgestellte Betreuungsangebote, man darf ja noch träumen. Ja, Entschuldigung, der Bundesminister für Kultur sagt, das Denkmalamt soll eine Dienstleistungseinrichtung am Bürger sein. Das ist politisches Programm. Na, wenn er schon eine Dienstleistung am Bürger machen will, warum schafft er dann nicht Möglichkeiten, dass wenn Bürger einen Dienst in Anspruch nehmen wollen, auf den sie auch tatsächlich ein Anspruchsrecht haben, auch eine ordentliche fachliche Betreuung bekommen? Das wäre mal eine gute Idee. Das würde dafür sorgen, dass mehr Bürger das bekommen, was sie wollen. Wenn die Dienstleistung bekommen, die der Herr Bundesminister gewährleisten will. Soll das tun. Das heißt, diese Schritte muss man setzen, weil wir alle sind uns sicher einig. Wir wollen nicht, dass jeder einfach kriegt. Das wäre schlecht für die Archäologie. Aber wenn wir das verhindern wollen, dann müssen wir Möglichkeiten bieten, wie jene, die das wollen, es wenigstens ordentlich lernen und idealerweise mit uns gemeinsam machen können, statt es alleine zu tun. Das heißt, das optimale Ergebnis wäre eine partnerschaftliche Bürgerbeteiligung, wo alle miteinander reden, alle miteinander zusammenarbeiten können, wo wir weiterhin eine wissenschaftliche Kontrolle ausüben können, wo wir auch den Einfluss darauf haben, dass das richtig gemacht wird, aber die Leute auch selber mitreden dürfen. Und diese Idee ist übrigens überhaupt nichts Neues, weil das hat schon Georg de Hio 1905 gesagt. Und er ist immerhin der Vater der deutschsprachigen Denkmalpflege. Danke. Gibt es irgendwelche Fragen? Ich beantworte gerne welche. Gibt es irgendwelche Kritiken? Ja? Zwei Fragen. Ja? Die erste Frage ist, wir haben jetzt ein Bauunternehmen, das archäologisch lautbauen jetzt leben will und die graben jetzt quasi Gegenstände aus. Rechtlich gesehen hast du mir gerade gesagt, die können einfach runterbäumen, das wäre vollkommen egal. Genau. Das dürfen Sie nicht. Rechtlich gesehen, was machen wir mit diesen Leuten? Weil diese Leute sind nicht darauf orientiert, das Ding sauber auszugraben. Ja, werden wir eine Lösung finden müssen. Also, nein, was seit einigen Jahren auch in Vorbereitung ist, ist eine ÖNorm, die Vorbauarbeiten, eine archäologische Voruntersuchung als Industrienorm vorsieht. Und das ist dann zwar nicht durchexekutierbar, nicht als Gesetz, also man wird nicht bestraft, wenn man sich nicht dran hält, aber wenn es zu Schäden kommt, weil doch was passiert, weil Archäologie angetroffen wird, dann zahlt die Versicherung nicht, wenn man sie nicht an Industrienormen hält. Und das ist für die Bauindustrie zum Beispiel sehr wichtig. Das heißt, man muss es potenziell mit anderen Tricks versuchen. Oder, was noch besser war eine fundamentale Änderung des Denkmalschutzgesetzes, dass zum Beispiel alle Grabungen, die unter eine gewisse Bodentiefe in den Boden eindringen, also unter den Humus, einer generellen Genehmigungspflicht für alle unterworfen wird. Dann ging es ab, dann kriegt man die Bauindustrie wieder vollkommen drunter. Aber momentan dürfen sie eigentlich tun, was sie wollen. Außer sie sind auf einem geschützten Denkmal. Ja? Also ich denke, der Knackpunkt ist ja, dass sie sich an einer Wissenschaft beteiligen. Die Voraussetzung dafür ist aber, dass man auch tatsächlich Wissen schafft. Und eine Bauindustrie, die etwas zerstört, das ist keine Wissenschaft und deswegen denke ich nicht, dass die da drunter fallen. Die fallen nicht unter die Wissenschaftsfreiheit. Ja. Aber man kann durchaus argumentieren, dass sie eine soziale Gruppe sind, die dem kulturellen Erbe, das wir wertschätzen, einen anderen Wert beimisst, nämlich Müll. Und dass sie einen Anspruch auch darauf haben, das, was sie als Müll betrachten, als Müll zu behandeln. Das ist zwar schwerer zu argumentieren, ich meine, mit der Wissenschaftsfreiheit hat man ein offenes Tor, wenn man Wissenschaft macht. Die Bauindustrie kann sich nicht darauf berufen, aber sie kann sich eventuell auf andere Rechte berufen. Also ich denke mir, das ist auch eine wichtige Sache, wenn es um die Qualitätskontrolle
die Qualitätssicherung, sage ich jetzt mal, geht, wenn unausgebildete Leute haben, dass das Kriterium immer noch ist, wenn sie sich in Wissenschaft beteiligen wollen und am kulturellen Erbe, ist die Voraussetzung, dass sie tatsächlich Wissen schaffen und das kulturelle Erbe zumindest nicht zerstören. Ja. Und ich denke, in dem Fall ist es, also das sichert ja schon einen gewissen Grad an Qualität eigentlich. Ja. Und ich habe auch dem Herrn Bundesminister vor einem Jahr einen Gesetzesänderungsvorschlag geschickt, wo ich quasi reingeschrieben habe als Vorschlag, dass das Recht, etwas auszugraben, an die kompetente Durchführung der Ausgrabung gebunden werden sollte. Das heißt, erlaubt ist es richtig auszugraben, verboten ist es falsch zu machen. Wenn man sowas durchbringt, ich meine, das Problem ist halt, das Ministerium hat bisher mit keinem Ohrwaschel gerührt für diesen Vorschlag, aber wenn man so einen Vorschlag durchbringt, dass eben Mindestvoraussetzung für die rechtmäßige Bergung ist, dass man es entsprechend fachlichen Mindeststandard macht, dann hat man genau dieses Problem nicht mehr. Und dann hat man auch das Problem mit der Bauindustrie nicht mehr, weil das gilt dann für jeden gleichermaßen, also auch für die Bauindustrie. Die dürfen es schon wegpacken, aber nur wenn sie es vorher ordentlich dokumentieren. Ja? Das größte Problem sind ja eigentlich Leute, die so tun, als ob sie nicht wissen, dass sie was finden und dann das andere gehen und draufgraben und durchführen. Wie könnte man diejenigen in den Rahmen verweisen? Ja, auch hier ist die Lösung, die Ausgrabung an die kompetente Durchführung und an die Meldung zu binden. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich sehe. Weil im Prinzip, also die Metallsuche zu beliebigen anderen Zwecken wird man so gut wie nie verbieten können, weil im Grunde genommen ist sie harmlos. Außer dort, wo halt zufälligerweise tatsächlich ein wertvolles archäologisches Denkmal ist, dort ist sie schädlich. Aber überall sonst ist sie harmlos und wenn jemand mit einem Metallsuchgerät Euro-Münzen suchen will, warum soll er das nicht dürfen? Das schadet ja niemand. Dazu argumentieren, ja, aber der Schutz der Archäologie ist so wichtig, dass man nicht einmal nach Euro-Münzen suchen darf, wird nie funktionieren. Und damit gibt es immer eine Ausrede. Das heißt, im Einzelfall wird man immer dann das Motiv des Handelnden erkennen, zu versuchen müssen. Und das ist dann im Zweifelsfall eine Frage der Gerichte. Also muss man halt auch sagen. Und wenn er dann glaubhaft machen kann, dass er tatsächlich nur nach Euro-Münzen gesucht hat und nur zufälligerweise die 2000 römischen Fibeln gefunden hat, die er im Keller liegen hat, das wird halt wenig glaubwürdig sein. Während er nicht 2000 römische Fibeln im Keller liegen hat, dann ist es wahrscheinlich glaubwürdiger, dass er nicht nach römischen Fibeln sucht. Wobei natürlich auch wieder das Problem ist, eine römische Fibel ist kein Denkmal im Sinne des österreichischen Denkmalschutzgesetzes. Es ist keine einzige davon als Einzelstück unter Denkmalschutz gestellt. Das heißt, ich meine, in den letzten 95 Jahren, so lange gibt es dieses Denkmalschutzgesetz inzwischen, ja, hat man sehr viele tausende römische Fibeln gefunden. Das heißt, zu argumentieren, eine römische Fibel muss man nicht einmal Fund melden, in Wirklichkeit. Fällt nicht einmal unter die Fundmeldepflicht, weil auch die Fundmeldepflicht gilt nur für Denkmale. Also, wir haben da ein ernsthaftes Problem, würde ich sagen. Und ich meine, die Möglichkeit, wie man am ehesten meiner Meinung nach dazu kommt, dieses Problem zu lösen, ist einerseits eine Gesetzesänderung zu bewirken, aber wie hoch das Interesse der Politik daran ist, tatsächlich eine Gesetzesänderung zu bringen, die archäologisch nützlich ist, das möchte ich jetzt nicht beurteilen müssen. Und solange wir das nicht können, ist unsere einzige Chance, so viele Leute als möglich auszubilden, dass sie es richtig machen. Weil die schauen dann nämlich auch ihren Freunden auf die Finger und sagen ihnen vielleicht auch, ja, du könntest das auch richtig machen, weil hier ist das wichtig. Und auf diesem Weg kann man zumindest versuchen, den Schaden zu minimieren und optimalerweise langfristig gesehen vielleicht sogar in einen Vorteil umzuwandeln. Ja, nicht einfach, aber ich meine, wir müssen es irgendwann einmal zu probieren beginnen, weil ich meine, sonst verkriechen wir uns in unseren schönen universitären Gebäuden oder Museen und sonst was und auf unseren Rettungsgrabungen und alles, was rundherum passiert, ist nicht geschützt. Und ich denke, dass wenn wir den Denkmalschutz ernst nehmen wollen, die EU tatsächlich recht hat. Wir brauchen die BürgerInnen dazu. Ohne die geht es nicht. Weil die EU sagt das auch ganz spezifisch an einer anderen Stelle, die ich hier nicht zitiert habe. Der Staat hat einfach zu wenig Leute. Und auch wir als
professionelle Archäologie haben zu wenig Leute, um das selber zu machen. Das heißt, wir brauchen diese BürgerInnen. Aber wir sollten sie bis zu einem gewissen Grad unter Kontrolle haben. Ja. Gibt es eigentlich nur ein Bundesdenkmalschutzgesetz oder auch Landesgesetze? In Österreich ist der Denkmalschutz eine Bundessache. In Artikel 10 Absatz 1 Zahl 13 Bundesverfassungsgesetz so definiert. Es wird zwar immer wieder mal debattiert, Landeskompetenzen daraus zu machen, aber derzeit ist es eine reine Bundessache. Noch eine weitere Frage. Wir haben, also wenn wir jetzt so wirklich einstellen wollen, also Bürgerbeteiligung lassen sollten, wir haben immer noch das Problem, dass eigentlich die Wissensfreiheit laut Gesetzdefinition repetitiv sein sollte, also wiederholbar sein. Eine Glaube ist aber nicht wiederholbar. Also ist es nicht möglich. Man kann es jetzt definieren, wenn man will, aber es ist definitiv nicht wiederholbar. Ja, aber das ist ein Problem in allen Wissenschaften, die keine Experimentalwissenschaften sind. In den meisten Beobachtungswissenschaften, die wir sind, kann man Experimente nicht wiederholen und Beobachtungen nicht wiederholen. Das heißt, das ändert nichts an der Wissenschaftlichkeit, dass man diese Beobachtungen nur einmal durchführen kann. Das ist ein Problem, mit dem wir hier einfach konfrontiert sind, und die einzige Möglichkeit, um dieses Problem herumzukommen, ist, die Wissenschaftlichkeit von der korrekten Dokumentation abhängig zu machen wieder. Ja, also die Nachvollziehbarkeit der Beobachtung dadurch zu gewährleisten, nicht, dass man die Beobachtung wiederholbar macht, sondern dass man die Dokumentation erzeugt, dass zumindest die Dokumentation der Beobachtung wiederholbar ist oder überprüfbar ist. Dann. Und das könnte gehen, damit kommt man mit der Wissenschaftsfreiheit vielleicht weiter. Also zum Schutz der Wissenschaftsfreiheit der anderen, die Wissenschaftsfreiheit des Einzelnen dahingehend einzuschränken, dass er einen Mindeststandard gemäß dokumentieren muss. Aber wie ist das juristisch definiert? Also, das ist mir alles so klar. Juristisch ist Wissenschaft dokumentiert als jeder ernsthafte Versuch, die Wahrheit zu erkennen, der sich einer intersubjektiven Überprüfung stellt. Das ist die juristische Definition in Österreich. Also die vorherrschende juristische Fachmeinung in der einschlägigen Literatur. Es muss nicht erfolgreich sein, es muss nicht mit anerkannten Methoden passieren, also man kann auch nicht anerkannte Methoden verwenden, sonst könnte sich die Wissenschaft ja nicht weiterentwickeln und so weiter. Aber was es sein muss, ist der systematische Versuch der Wahrheitserkenntnis, der sich einer Überprüfung nicht verweigert. Damit kommt man auch mit der Dokumentation weiter. Also etwas, was nie publiziert wird, ist nicht wissenschaftlich. Wo keine Absicht besteht, irgendwann mal zu publizieren, ist nicht wissenschaftlich, weil sonst ist es nicht öffentlich überprüfbar. Ja? Über die Genehmigung kann man nichts machen, weil wenn man den Eigentümern also eine Genehmigung auffordern muss, wenn man jetzt auf öffentlichen Grund kauft, müsste man ja eigentlich den Staat anfragen, oder? Ja, das ist aber dann die Frage Anspruchsrecht, Leistungsrecht, ob der öffentliche Grund vom Staat nicht zum Zwecke der Wissenschaftsfreiheit zur Verfügung gestellt werden muss, ist nicht so einfach. Privatgrundeigentümer, die könnten alles untersagen. Weil das Eigentumsrecht ist auch ein Verfassungsrecht, es ist heilig, gerade in Österreich ist das Eigentumsrecht heilig. Das heißt, wenn solange der Grundeigentümer sagt, sie dürfen nicht, das ist ein besserer Schutz, als das Denkmal jemals geben kann. Sonst kann jeder mit Kübel und Schaf in den Wald gehen und sagen, wir betreiben wir mal ausbauen oder was, und die Wirklichkeit sucht er halt. Ja. Aber dagegen, dass die Leute lügen, kann man sich ohnehin nicht schützen. Gut. Ja? Und was ich ein bisschen problematisch an dem Ganzen sehe, ist, dass die Archäologie im Prinzip auf Grabungstechnik reduziert wird. Nur weil ich auf 2 Grabungen war, bin ich noch kein Archäologe, nur weil ich Grabung im Prinzip technisch machen kann und ich habe dann kein Archäologe, aber dieses Bild wird ja vermittelt in der Öffentlichkeit durch, im Prinzip durch uns selber ja auch, weil in der Archäologie gilt ja bei uns noch immer, jemand, der nicht lebt, ist ein echter Archäologe. Das hören wir immer wieder, was natürlich völliger Unsinn ist. Und es gibt ja in Deutschland auch den Beruf des Grabungstechnikers. Ja. Und wenn man sich dort anschaut, was das Berufsbild ist, ist eigentlich der allerwichtigste Teil der Archäologie dort gar nicht verankert, und zwar die Interpretation. Ich kann natürlich nur interpretieren, was ich weiß. Ja. Und dieses Wissen brauche ich natürlich, und deswegen studieren wir Archäologie, ja. um dieses Wissen zu erlangen. Also insofern sehe ich ein bisschen die Gefahr auf diese Reduktion der Archäologie und dieser Wissenschaft der Archäologie auf die Grabung. Das ist natürlich wieder zu kurz gegriffen. Über der Grabung lernen sie es ja, das gucken und so.
Weil das ist der technische Aspekt, auf der Lehrgang lernt jetzt nur den technischen Aspekt des Grabens. Ich stimme dir völlig zu. Ich sage ja nichts dagegen, dass man die Leute besser ausbilden soll, dass sie, wenn sie graben, das richtig machen, aber es gehört einfach zur Archäologie mehr dazu, als nur zur Grabung. Natürlich, ich stimme dir auch völlig zu. Ja, du hast absolut recht und es ist auch tatsächlich ein Problem, das wir auch selber generieren, indem wir uns nach außen immer über die Feldforschung präsentieren und nicht über die Interpretation und so. Das kommt viel zu kurz. Tatsächlich zum Beispiel in dem Grabungskompetenzpass sind auch weiter hinten Seiten zur Berichterstattung und mehr in die Richtung Interpretation gehende Dinge. Und wir wollen auch zusätzlich, also der Grabungskompetenzpass war der erste Schritt, um einmal das zu haben, wo die Leute wirklich viel kaputt machen, wenn sie es falsch machen. Wir wollen auch zum Beispiel einen Museumsarchäologie-Kompetenzpass entwickeln als nächsten Schritt, potenziell einen archäologische Landesaufnahme-Kompetenzpass. Es gibt da schon Interesse an Unterwasserarchäologie, aber da kenne ich mich viel zu wenig aus damit, als dass ich dazu viel sagen kann. Und dergleichen mehr. Und generell diese Kompetenzmatrizen, die es dann gibt, auch auf die anderen Dinge zu erweitern, hin auch zur Interpretation, zur Theorie und so weiter. Man muss natürlich irgendwo anfangen und da ist, denke ich, das Wichtigste, dort zu beginnen, wo wirklich Schaden erzeugt werden kann. Weil die Leute interpretieren schon Archäologie auch so. Man muss nur auf ein paar Esoterik-Seiten zum Beispiel schauen oder Alternativarchäologie-Seiten. Da würden wir vielleicht auch gerne mal Kompetenz erhöhen. Aber das ist ein vergleichsweise geringer Schaden zu dem, der angerichtet wird, wenn es außergerissen wird. Ja? Wie steht das an der anthropologischen Seite? Sollten wir jetzt die Bürgerbeteiligung zum Beispiel im Skelett finden, wie wird es dann gesetzlich gehen? Wird es noch über anthropologische Gesetze kriegen, wie groß wird dann, wenn das die Leiche gesichtet werden muss und abgesegnet wird? Oder haben wir uns da schon Gedanken drüber? Formulieren wir mal so. Das ist in Österreich auch noch nicht wirklich diskutiert und angedacht. In England hast du im Human Tissue Act eine Regelung dafür, die Archäologie zufälligerweise mitbetrifft. In Österreich ist das, soweit ich weiß, aber da habe ich mir auch nicht genau kundig gemacht, nicht definiert und im Prinzip sind menschliche Überreste nicht weiter geschützt, solange sie nicht mehr identifizierbar einem einzelnen Individuum, das noch bekannt ist, zuzuordnen sind. Das heißt, da kann man momentan auch nichts machen. Da wäre es vielleicht auch gut, an einer Gesetzesänderung zu denken oder ein Gesetz zu schaffen. Aber im Prinzip ist es ansonsten, Menschenknochen, die alt genug sind, sind Sachen im rechtlichen Sinn. Und daher wie jede andere Sache auch zu behandeln. Gut. Wenn es keine weiteren Fragen oder Kommentare mehr gibt, dann herzlichen Dank und ich hoffe, es war einigermaßen interessant.